Hallo, heute möchte ich erzählen, wie ich Deutsch gelernt habe. Das wird eine lange Geschichte, weil ich seit ungefähr 12 Jahren Deutsch lerne. Und ich möchte von Anfang an sagen, das ist nicht der beste Methode, um Deutsch zu lernen. Aber ich möchte einfach meine Erfahrung mitteilen. Also, das geht's. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen im Gymnasium. Ich hatte so 2 Stunden pro Woche einen Deutschunterricht gehabt und dann dort habe ich nur so Grammatik gelernt und ich musste so viele Vokabeln von einer Liste auswendig lernen. Sonst hatte ich keinen Kontakt zur Sprache, deswegen am Ende Gymnasium habe ich eigentlich fast nie gelernt. An der Uni hatte ich so, mein erstes Jahr war so ein Sprachjahr. Ich musste eigentlich nur Englisch lernen. Meine eigenen Fächer habe ich später angefangen. Deswegen in diesem ersten Jahr hatte ich viel Zeit übrig. Ich wollte noch eine andere Sprache lernen, parallel zum Englisch. Und weil ich schon einen Kontakt gehabt hatte mit der deutschen Sprache, habe ich gedacht, okay, dann ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich habe ein Buch gekauft, das war so ein Grammatikbuch von Türkisch auf Deutsch. Und ich habe dieses Buch überall mitgenommen. Bei jedem Gelegenheit habe ich von diesem Buch gelesen. Und eine Freundin in meiner Klasse hat das gesehen und sie hat mir Duolingo empfohlen. Und Duolingo war damals, glaube ich, auch relativ neu. Das war dann nur eine Webseite und das sah ganz anders aus als heute. Ich habe das probiert und das hat mir sehr gefallen, weil das so ganz anders war, von einem Buch zu lernen. Das fühlt sich wie ein Spiel und ich habe angefangen, jeden Tag von Duolingo zu lernen. Und das hat mir sehr geholfen und ich glaube, was eigentlich mir viel mehr geholfen hat, war die Kommentare von anderen Personen. Ich glaube, diese Funktion gibt es leider nicht mehr auf Duolingo. Wenn ich falsch bin, bitte schreibt ihr in die Kommentare. Aber damals haben die Leute so ganz gut erklärt, warum ich einen Satz falsch geschrieben habe. Oder sie haben viele extra Infos gegeben oder sie haben so zusätzliche Webseite-Links geteilt, wo ich andere deutsche Ressourcen finden konnte. Parallel zu Duolingo habe ich auch von Memrise Vokabeln gelernt. Das ist wie eine Online-Karteikarten-Plattform, wo man Vokabeln regelmäßig wiederholen kann. Und ja, in diesem ersten Jahr habe ich dann mit Duolingo und mit Memrise gelernt, habe ich dann angefangen, so Podcasts zu hören. Und nach diesem Sprachjahr haben meine eigenen Fächer angefangen und das hat meinen Progress verlangsamt, weil wenn ich eine Prüfung hatte, habe ich ganz aufgehört, Deutsch zu lernen. Und wenn ich dann wieder angefangen hatte, um Deutsch zu lernen, ich musste von Anfang an anfangen, weil ich schon vergessen hatte, was ich vor 2 Monaten gelernt habe. Und das war natürlich nicht so gut und ich hatte so viele Momente, wo ich sehr demotiviert war und so kurz vor Aufhören war. Aber ich habe es einfach weiter gemacht, weil ich habe auch gedacht, ich habe für ein Jahr das gelernt und wenn ich jetzt aufhöre, werde ich alles vergessen. Deswegen habe ich weitergemacht und 2017 habe ich ein Praktikum in Deutschland gemacht für 2 Monate. Das war auch meine erste Erfahrung im Ausland. Ich war sehr aufgeregt, aber ich habe dann in Deutschland bemerkt, dass ich eigentlich kein Deutsch sprechen kann. Also ich habe versucht, mit Leuten Deutsch zu sprechen und dann sie haben aber bemerkt, dass mein Deutsch nicht so gut war und sie haben angefangen, auf Englisch zu sprechen. Das ist natürlich auch kein schönes Gefühl, wenn man so für viele Jahre eine Sprache lernt und dann nicht sprechen kann. Deswegen, als ich in der Türkei war, habe ich wieder angefangen, intensiver zu lernen und ich habe jetzt eine andere Methode probiert, nämlich
ich habe angefangen, Karteikarten auf Anki zu machen. Das ist wieder so eine Karteikartenplattform, ähnlich zu Memrise, aber auf Anki ist man flexibler und man kann ihr eigene Karteikarten erstellen. Deswegen habe ich von jedem Video, vom Buch oder also wo ich aus jedem Quelle, wo ich Deutsch gelernt habe, wenn ich eine neue Vokabel hatte, habe ich eine neue Karteikarten gemacht und habe ich versucht, regelmäßig zu wiederholen. Wenn ich das gut jeden Tag oder so regelmäßig gemacht hatte, hat es mir viel geholfen. Natürlich gab es wieder Lücke, wo ich dann nicht gelernt habe, aber zumindest ich wusste, meine Vokabelliste sind in Anki und wenn ich zurück bin, also ich werde nicht von Null anfangen, sondern werde ich diese Wörter wiederholen. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Und ich habe auch dann einmal probiert, einen Deutschkurs zu machen in der Türkei. Ich war im Goethe-Institut für einen Monat. Und das war aber für mich sehr langweilig. Und ich dachte, selbst lernen macht mir mehr Spaß. Deswegen habe ich den Kurs aufgehört. Und Ende 2019 bin ich nach Deutschland umgezogen und ich habe angefangen, in einem Labor zu arbeiten. Dort war das aber leider auch, gab es nicht so viel Möglichkeit, um Deutsch zu sprechen, weil ich den ganzen Tag vor dem Laptop gearbeitet hatte und meine Kollegen waren auch aus verschiedenen Ländern. Deswegen haben wir meistens auf Englisch gesprochen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich werde nochmal einen Deutschkurs probieren, dieses Mal in Deutschland, vielleicht wird es besser. Und habe ich dann in eine B2-Klasse angefangen und ich war für ungefähr 2 Monate dort und dann ist Corona passiert. Deswegen wurde der Kurs abgesagt. Und ich habe wieder angefangen, selbst zu lernen. Ich habe dann die Kurse von Deutsche Welle entdeckt. Besonders der Nikos-Weg ist sehr gut, das kann ich empfehlen. Auf Nikos-Weg gibt es so also viele Videoclips. Das könnt ihr auch auf YouTube finden. Aber auf YouTube gibt es nur diese Videos. Und auf ihrer eigenen Seite von Deutsche Welle gibt es auch viele Übungen und Erklärungen zu jedem Video. Und mit diesen Videos habe ich gut gelernt und ich habe auch Karteikarten auf Anki gebracht. Und das hat viel geholfen. Und Ende 2021 habe ich TELC B2-Prüfung gemacht, weil ich diese Prüfung einfach für meinen Beruf brauchte. Und ich brauchte noch eine C1-Prüfung, eine Fachsprachenprüfung auf C1-Niveau. Und diese Prüfung dann habe ich 2022 bestanden. Also diese Prüfung hat mir viel Stress gemacht. Aber ich glaube, das hat mir auch viel geholfen, um meine Sprachfähigkeit zu verbessern, weil es gibt mündliche Teile in dieser Prüfung und dafür müsste ich viel üben, um zu sprechen. Und auch diesen Zeitdruck hat mich dazu gezwungen, um regelmäßig zu lernen, weil die Zeit sehr knapp war. Ja, und nach dieser C1-Prüfung, also ich habe immer gedacht, wenn ich C1-Prüfung schaffe, dann bin ich so in eine Muttersprachenniveau. Das ist aber leider nicht so. Also wie ihr seht, ich mache immer noch viele Fehler. Und ich benutze falsche Artikel, ich benutze falsche Präpositionen und also diese Präpositionen finde ich furchtbar auf Deutsch. Es gibt immer so verschiedene Kombinationen und jede Kombination hat eine andere Bedeutung und so weiter. Ja, also was ich meine, C1-Niveau bedeutet auch nicht, dass das perfekte das deutsche Niveau. Aber nach dieser Prüfung habe ich wieder leider aufgehört, so regelmäßig zu lernen. Und dann, ich hatte das Gefühl, ich mache nicht so viele Fortschritte mehr. Also mein Deutsch ist jetzt auf einem guten Niveau, aber das ist
ich mache keine Fortschritte und es ist nicht, es geht nicht besser. Also ich benutze Deutsch in meinem Alltag, aber das kann man eigentlich auch mit einem A1 oder A2-Niveau schaffen im Alltag. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich werde nochmal probieren, einen Deutschkurs zu machen, nur mit der Sprache, mit dem Grammatik so in Verbindung zu bleiben. Deswegen habe ich dann einen C1-Kurs gemacht. Ich war so zweimal pro Woche dort und das habe ich für ein Jahr gemacht. Dann, ja, nach einem Jahr hat es wieder angefangen für mich langweilig zu sein und habe auch nicht geschafft mit Arbeit, also das war dann einfach zu viel. Deswegen habe ich dann aufgehört. Und ich bin immer noch im Kontakt mit der Freundin von diesem Kurs. Das finde ich schön. Jetzt habe ich so eine schöne Gesellschaft. Aber sonst, ja, ich bin immer noch so skeptisch mit Deutschkurse oder mit Sprachkursen. Jetzt lerne ich auch weiter selbst. Ich benutze jetzt Link, das habe ich in meinen anderen Videos schon erwähnt und versuche auch neue Karteikarten zu machen und auf Anki zu wiederholen. Und jetzt eigentlich genieße ich einfach die Sprache. Ich schaue Videos, ich höre Hörbücher und das macht mir Spaß. Ich bin jetzt ganz froh, wo ich bin gerade. Ich bin ganz froh, dass ich damals nicht aufgehört hatte. Deswegen, ich würde euch auch empfehlen, nicht aufzuhören, um eine Sprache zu lernen. Manchmal fühlt es sich zu viel und wir haben keine Kraft mehr. Dann macht einfach eine Pause. Also das ist vielleicht nicht für eine kurze Zeit, das ist nicht so effektiv, aber langfristig, das ist dann besser, als ganz aufzuhören und nichts zu machen. Deswegen denk ihr mal, jede kleine Schritte hilft uns eigentlich, um eine Fortschritte zu machen, obwohl wir das nicht sofort merken. Also jetzt, ich denke, vor zum Beispiel 10 Jahren wäre das unmöglich, so ein Video zu machen, wo ich dann nur auf Deutsch gesprochen habe. Jetzt, ich bin ganz froh, dass ich jetzt diese ungefähr 10-minütige Video auf Deutsch aufnehmen zu können. Also, vielen Dank für Zuschauen. Das war meine Geschichte mit der deutschen Sprache und bis zum nächsten Mal.